Kennst du das? Du sitzt im Restaurant und willst etwas bestellen, aber dir fehlen die Wörter. Ja, das kennen viele. Dann zeigt man nur auf die Karte und hofft, dass es stimmt. Keine Sorge, denn heute lernst du einfache Sätze für das Restaurant. Danach kannst du im Restaurant ruhiger und sicherer Deutsch sprechen. Also bleib hier, like, kommentiere und mach mit. Hallo und schön, dass du hier bist. Es freut mich, dass du diesen Podcast hörst. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele kennen. Du gehst ins Restaurant und willst etwas bestellen, aber du fühlst dich unsicher. Du suchst nach den richtigen Worten. Du hast vielleicht Angst, etwas Falsches zu sagen. Du willst nicht zeigen, dass du etwas nicht verstehst. Das ist normal. Viele Menschen fühlen so, wenn sie Deutsch lernen. Darum machen wir diese Folge. Wir wollen dir helfen, ruhig zu bleiben. Wir wollen dir einfache Sätze geben. Mit diesen Sätzen kannst du im Restaurant sprechen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur anfangen. Mit kleinen Sätzen, mit einfachen Worten, Schritt für Schritt. Und du wirst sehen, dass es leichter wird. Je öfter du übst, desto besser wirst du. Bald kannst du dein Essen bestellen. Du kannst nach einem Getränk fragen. Du kannst sagen, was du willst. Und du kannst die Situation genießen. Heute lernst du Sätze, die du sofort benutzen kannst. Also hör gut zu. Sprich mit und übe. Jetzt machen wir ein kleines Gespräch. Du kannst zuhören und danach selbst mitsprechen. Gleich kommen Fragen wie im Restaurant und Antworten wie ein Gast am Tisch. So kannst du lernen, wie es klingt und wie es sich anfühlt. Bist du bereit? Dann starten wir jetzt in das Gespräch. Haben Sie einen freien Tisch? Ja, es gibt einen Tisch am Fenster. Kann ich die Karte bekommen? Ja, sie kommt gleich. Haben Sie etwas ohne Fleisch? Ja, es gibt Salate und Gemüsegerichte. Was ist heute beliebt? Viele Gäste nehmen heute das Hähnchen mit Reis. Haben Sie eine Tagespizza? Ja, heute mit Tomate und Käse. Kann ich eine Flasche Wasser bestellen? Ja, still oder mit Sprudel. Gibt es laktosefreie Speisen? Ja, die Gerichte können gezeigt werden. Kann ich eine kleine Portion nehmen? Ja, das ist möglich. Wie lange muss ich warten? Etwa 10 bis 15 Minuten. Haben Sie Saft? Ja, es gibt Apfel und Orange. Kann ich extra Servietten haben? Ja, sie kommen gleich. Kann ich in der Nähe der Tür sitzen? Ja, dort ist ein Platz frei. Ist dieses Gericht süß? Ein bisschen, aber nicht zu viel. Haben Sie ein Menü für Kinder? Ja, es gibt 2 Kindergerichte. Kann ich den Nachtisch später wählen? Ja, einfach Bescheid sagen. Haben Sie Tee? Ja, es gibt Schwarztee, Grüntee und Kräutertee. Ist Trinkgeld dabei? Nein, du kannst selbst entscheiden. Kann ich jetzt zahlen? Ja, die Rechnung kommt gleich. Kann ich mit dem Handy bezahlen? Ja, das geht. Haben Sie Essen zum Liefern? Ja, es wird auch nach Hause geliefert. Jetzt möchte ich kurz über das Gespräch nachdenken. Für mich hat es sich gut angefühlt, diese Sätze zu sagen. Es waren einfache Sätze, aber sie haben gezeigt, wie ein echtes Gespräch im Restaurant klingt. Vielleicht hast du beim Zuhören gemerkt, dass alles ruhig und klar war. Genau das ist wichtig beim Deutschlernen. Viele Menschen fühlen sich im Restaurant nervös. Sie haben Angst, etwas falsch zu sagen. Sie denken, andere lachen oder denken schlecht über sie. Aber das stimmt nicht. Die meisten Menschen verstehen, dass du lernst. Und wenn du einfache Sätze kennst, fühlst du dich sicherer. Du kannst sprechen. Du kannst handeln. Du kannst die Situation kontrollieren. Viele Lernende sagen, dass sie Wörter im Kopf haben, aber sie kommen nicht heraus. Das ist normal. Es passiert, weil du noch nicht oft in solchen Situationen geübt hast. Mit kleinen Dialogen wie diesem wirst du sicherer. Du hörst die Wörter. Du wiederholst sie. Du stellst dir vor, dass du selbst im Restaurant sitzt.
Und plötzlich merkst du, dass es nicht mehr so schwer ist. Vielleicht hast du dich in dem Gespräch wiedergefunden. Vielleicht kennst du diese Unsicherheit. Vielleicht hast du auch schon auf die Karte gezeigt, weil dir die Wörter fehlten. Das ist okay. Wichtig ist, dass du dran bleibst. Jeder kleine Schritt bringt dich weiter. Jede Übung macht dich stärker. Heute hast du gehört, wie ein Gespräch laufen kann. Gleich kannst du noch mehr lernen. Wir machen weiter. Wir üben weiter. Du wirst mehr Sätze hören. Du wirst besser verstehen. Und bald wirst du im Restaurant sprechen, ohne Angst zu haben. Bleib auch dabei. Hör weiter zu. Mach mit. Jetzt geht es weiter zum nächsten Teil. Ich war gerade im Gespräch und ich habe gemerkt, wie sich so ein Restaurantdialog anfühlen kann. Manche Teile waren ganz leicht, zum Beispiel das Fragen nach der Karte oder nach einem Getränk. Diese Sätze sind kurz und klar. Viele können sie schnell lernen. Andere Teile waren ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel, wenn man etwas Spezielles möchte oder wenn man unsicher ist, was auf der Karte steht. Das passiert vielen Lernenden und das ist ganz normal. Im Restaurant hat man oft wenig Zeit. Der Kellner wartet. Andere Menschen hören zu. Dann wird man nervös. Doch genau hier helfen einfache Sätze. Du musst nicht lange sprechen. Kurze Sätze reichen. Zum Beispiel, ich verstehe das nicht. Oder, können Sie das erklären? Oder, ich möchte ohne Fleisch. Oder, ich brauche mehr Zeit. Diese Sätze machen alles leichter. Ein weiterer Tipp ist zu lächeln. Ein Lächeln hilft immer. Du wirkst freundlich und sicher. Noch ein Tipp ist, mit dem Finger zu zeigen, wenn du das Wort nicht weißt. Das machen sogar Muttersprachler. Und ein Tipp, den viele vergessen, ist Rückfragen zu stellen, wenn du etwas nicht verstehst. Das zeigt Interesse und hilft dir. Und denke daran, du musst nicht perfekt sein. Du bist im Restaurant, um zu essen und eine gute Zeit zu haben. Mit jedem Besuch wirst du besser. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Teil, damit du noch mehr Sicherheit bekommst. Jetzt möchte ich über 5 häufige Fehler sprechen, die viele Menschen beim Bestellen im Restaurant machen. Der erste Fehler ist, dass man gar nichts sagt, weil man unsicher ist. Viele nicken nur oder zeigen auf die Karte. Das ist normal, aber es geht leichter. Ein einfacher Satz hilft, zum Beispiel, ich hätte gern das hier oder ich möchte dieses Gericht. So fühlst du dich gleich sicherer. Der zweite Fehler ist, zu lange nach Worten zu suchen. Man denkt nach, wird still und wird nervös. Eine einfache Lösung ist ein Satz, wie einen Moment bitte oder ich brauche etwas Zeit. Damit bekommst du Ruhe. Der dritte Fehler ist, zu leise zu sprechen. Man hat Angst, gehört zu werden. Aber im Restaurant ist es wichtig, klar zu sprechen. Du kannst sagen, ich spreche Deutsch, aber noch nicht so gut. Das entspannt die Situation. Der vierte Fehler ist, nicht nachzufragen, wenn man etwas nicht versteht. Viele tun so, als ob sie alles verstehen. Doch das macht Stress. Du kannst einfach sagen können, Sie das erklären oder was ist in diesem Gericht? Das ist leicht und hilft dir sehr. Der 5. Fehler ist, nervös zu werden, wenn du ein Wort falsch sagst. Viele denken, ein Fehler ist schlimm. Aber das stimmt nicht. Fehler gehören zum Lernen. Du kannst lachen, atmen und weitersprechen. Ein Satz wie, Entschuldigung, ich lerne noch, wirkt freundlich und beruhigt. Wichtig ist, dass du weißt, dass du nicht allein bist. Viele Menschen fühlen so. Mit einfachen Sätzen kannst du jede Situation im Restaurant meistern. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur reden. Jede Übung macht dich stärker. Jede Bestellung macht dich mutiger. Und mit jedem Besuch wird es leichter. Bleib entspannt, habe Geduld mit dir und glaube daran, dass du besser wirst. Jetzt kommen 5 Erfolgstricks, die dir beim Bestellen im Restaurant helfen. Der erste Trick
hat mit der Aussprache zu tun. Sprich langsam und klar. Du musst nicht schnell sprechen. Wenn du langsam sprichst, versteht man dich besser. Du kannst vorher einmal tief einatmen. Das macht deine Stimme ruhiger. Der zweite Trick sind einfache Satzstarter. Viele wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Dabei reichen kleine Sätze wie ich hätte gern oder ich möchte oder für mich bitte. Mit solchen Satzstartern kannst du fast alles bestellen. Der dritte Trick ist Höflichkeit. Höfliche Wörter machen einen großen Unterschied. Du kannst sagen, bitte, danke, Entschuldigung. Diese Wörter machen das Gespräch freundlich. Kellner reagieren dann auch freundlicher. Der vierte Trick ist Selbstbewusstsein. Auch wenn du dich unsicher fühlst, versuche gerade zu sitzen und zu lächeln. Das hilft deinem Körper und deinem Kopf. Du wirkst sicherer und du fühlst dich auch sicherer. Du kannst dir sagen, ich kann das, ich lerne, ich mache Fortschritte. Das gibt dir Kraft. Der fünfte Trick ist eine kleine Strategie. Wenn du ein Wort nicht weißt, kannst du es umschreiben. Zum Beispiel, statt glutenfrei kannst du sagen ohne Gluten. Statt scharf kannst du sagen stark gewürzt. Und wenn du gar nicht weiter weißt, kannst du fragen, haben Sie etwas Ähnliches oder können Sie etwas empfehlen? Das hilft immer. Viele Lernende denken, sie müssen jedes Wort kennen. Das stimmt nicht. Du brauchst nur Wege, um weiterzusprechen. Diese Tricks machen das Bestellen leichter, entspannter und natürlicher. Du wirst merken, dass du mit jedem Restaurantbesuch besser wirst. Und du wirst stolz sein, weil du merkst, dass du es kannst. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Teil. Ich möchte dir jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Sie ist mir vor einiger Zeit passiert. Ich war in einem Restaurant und wollte etwas Neues bestellen. Ich sah ein Gericht auf der Karte, aber ich wusste nicht genau, was es war. Ich wollte mutig sein und habe versucht, auf Deutsch zu fragen. Doch ich habe ein Wort falsch ausgesprochen. Die Kellnerin hat mich nicht verstanden. Ich wurde nervös und mir wurde warm. Am Ende habe ich nur auf die Karte gezeigt. Das war mir ein bisschen peinlich und ich dachte, ich kann nicht gut genug sprechen. Ein anderes Mal war es sogar lustig. Ich wollte ein Wasser bestellen, aber ich habe aus Versehen Wäsche gesagt. Die Kellnerin hat gelacht, ich habe auch gelacht. Und plötzlich war alles ganz leicht. Dieser Moment hat mir gezeigt, dass Fehler nicht schlimm sind. Dann gab es auch ein Erfolgserlebnis. Ich war wieder in einem Restaurant und dieses Mal konnte ich klar sprechen. Ich habe mein Gericht bestellt, eine Frage gestellt und sogar nach der Rechnung gefragt. Alles auf Deutsch. Ich war so stolz. Ich bin aus dem Restaurant gegangen und hatte ein gutes Gefühl. Diese 3 Momente zeigen mir, dass man wächst durch Peinlichkeit, durch Humor und durch kleine Erfolge. Ich erzähle dir das, damit du weißt, dass du nicht allein bist. Jeder lernt so Schritt für Schritt. Du wirst auch solche Momente haben und eines Tages wirst du merken, dass du es kannst. Jetzt sind wir am Ende dieser Folge angekommen und ich möchte dir noch ein paar Worte mitgeben. Du hast heute viele Sätze gehört. Du hast ein Gespräch erlebt. Du hast Tipps bekommen. Und du hast vielleicht gemerkt, dass Deutsch im Restaurant gar nicht so schwer sein muss. Wenn du bis hier zugehört hast, dann kannst du stolz auf dich sein. Zuhören ist Lernen. Mitdenken ist Lernen. Sich Situationen vorstellen ist Lernen. Jeder kleine Schritt zählt. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dabei warst. Es freut mich, dass du mit uns übst und wächst. Du bist nicht allein auf deinem Weg. Viele Menschen lernen Deutsch und viele fühlen wie du. Aber du hast heute gezeigt, dass du weitermachen willst. Das ist stark. Ich möchte dich einladen, aktiv zu werden. Schreib uns, was dir heute gefallen hat. Schreib uns, welcher Satz für dich am hilfreichsten war.
Schreib uns, ob du schon einmal eine lustige oder peinliche Situation im Restaurant hattest. Und sag uns auch, was du als nächstes lernen möchtest. Willst du eine Folge über Einkaufen? Willst du eine Folge über Arztbesuche? Oder über Smalltalk? Oder über Deutsch im Café? Dein Wunsch entscheidet, denn dieser Podcast ist für dich. Wenn du magst, kannst du uns auch liken, folgen und teilen, damit mehr Menschen lernen können. Je mehr du hörst und sprichst, desto besser wirst du. Bleib neugierig. Bleib freundlich zu dir. Übe weiter. Und denk daran, du kannst Deutsch sprechen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.